Leute, stellt euch euren Cheat Day mal anders vor. In einer Beziehung, ein freier Tag, wo ihr tun und lassen könnt, was ihr möchtet. Würdet ihr es tun oder nicht? Chico, you ready? Yeah, I'm ready and you? I'm ready too. So let's go. Let's take it away. Yo, was geht, meine Freunde? What's going on? Guess who's back? Back again. Ich glaube, wir sind heute ein bisschen anders formatiert, anderes Studio. Für uns ist das auch noch ganz neu hier, aber... Noch ein bisschen Lampenfieber, neues Setup, man muss einatmen, ausatmen. Aber ja, wir sind hier da im neuen Studio und wir haben heute ein cooles Thema für euch, wie ihr schon gehört habt. Und bevor wir weitermachen, wollen wir erstmal unseren Special Guest vorstellen, nicht Special, aber unseren Gast vorstellen. Yeah. Hello. Yeah, das ist die gute Romy. Romy, erzähl mal was über dich. Ja, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, Leute. Ja, ich heiße Romy Vitoraya. Könnt mir auch auf Instagram folgen. Yeah, wird eingeblendet irgendwann später in der Biografie. Kein Problem, alles cool. So, Romy, cool, dass du hier bist. Wir haben ein cooles Thema für dich. Ich hoffe, du bist vorbereitet, hast gute Laune mitgebracht. Mega gute Laune. Echt? Ja. Oder willst du breaken, also ich breaken, sag an. Ja, ich kann es auch breaken. Oder break. Und zwar geht es darum, du musst dir das so vorstellen, du bist in einer Beziehung und es gibt so einen fiktiven Cheat Day. Das heißt, ihr könnt euch einen Termin ausmachen und an dem Tag könnt ihr machen, was ihr wollt, wo ihr wollt, wie ihr wollt, alles. Und wenn der Tag vorbei ist, also diese 24 Stunden, dann ist wieder alles back to normal. Also wie Purge, der Film, in den 24 Stunden ist alles möglich und Ich muss mir das vorstellen, einmal im Monat einfach oder... Kannst du dir aussuchen, das ist so, wie eure Beziehung Freiraum hat. Kannst du sagen, so einmal in 6 Monaten oder einmal im Monat oder einmal im Jahr. Einmal die Woche, keine Ahnung, so wie ich weiß ja nicht. Ja, so. also generell würde ich sagen never. Ja, never. Aber du siehst die Vorteile daran nicht. Ich schwöre, du siehst die Vorteile nicht. Ja, nee, also ich finde, wenn man in einer Beziehung ist, so dann sollte man dem Partner auch treu sein. Und ich meine, man ist ja auch nicht ohne Grund in einer Beziehung. Und bei mir persönlich ist einfach so, wenn ich dann jemanden liebe, habe ich auch gar nicht das Verlangen, irgendwie dann auf eine andere Person oder irgendwie einmal im Monat, sagen wir jetzt mal, mit einer anderen Person was zu haben. Stell dir mal vor, dein Freund kommt damit um die Ecke und sagt so, hör mal, wie findest du das? Und erklärt dir das so, wie wir dir das erklärt haben und du sitzt so vor ihm und denkst dir so, Sprech ihm die Nase gleich. Ja. Safe wäre das meine Reaktion. Echt? Nein, aber ich würde sagen, nee, ganz ehrlich, never. Okay. Niemals. Aber guck mal, denk jetzt mal darüber nach. Bevor du jetzt so voreilig so einen Gedankengang sagst, das magst du nicht, denk mal über das Szenario nach. Kannst du dieses Gefühl nicht, wenn du die ganze Zeit, zum Beispiel, warst du schon mal in einer Beziehung, die schon länger als 2 Jahre war? Hast du nicht irgendwann das Gefühl gehabt, boah, ich liebe die Person, aber es wird langsam so immer so eintönig, ihr macht immer dasselbe und so und dann hast du nicht irgendwann das Gefühl, mal was Neues zu machen. Weißt du, was ich meine? Ja, schon, aber das kann man ja immer noch mit der Person machen. Also wenn, habe ich das Verlangen gehabt, was Neues auszuprobieren, aber nicht mit einer anderen Person. Das war dann immer so. Kennst du nicht guck mal, wenn du eine Person liebst, so, ne? Ich sag jetzt nicht ich, so, okay, aber ich rede jetzt von anderen. Du liebst eine Person. Dann gibt es so Sachen, die kannst du nicht mit deiner Person machen, so, weil du denkst so, boah, vielleicht denkt die, ich wäre verrückt, vielleicht denkt die, so, das ist voll abnormal, ich habe einen Fetisch, den kann ich nicht mit dir machen. Hättest du diesen einen Cheat Day, könntest du das mit einer random Person machen, ohne irgendwie darüber nachzudenken, kommst dann wieder zurück und dann, keine Ahnung. Safe trotzdem nein. Okay, stell dir dieses Szenario vor. Dein Freund ist übertrieben schlecht im Bett. Okay. Übertrieben schlecht. Like, du weißt genau, du willst, dass er A, B und C macht, aber er macht D, E und F. Und das bringt nichts für dich. Ja, also ganz ehrlich, dann... Ja, und auf einmal kannst du dir an einem Tag im Monat aussuchen, jemanden, dann rufst du dir zum Beispiel, keine Ahnung, den Herbert oder den Marvin, der weiß genau, wie man A, B, C perfekt hinlegt für dich. Und dann so für einen Tag bist du dann glücklich und dann gehst du wieder zu deiner langweiligen Beziehung. Ja, ich glaube nicht, dass mich das dann glücklich macht, so wenn ich dann in der Beziehung bin. Deswegen, also wenn ich gar nicht zufrieden wäre und das gar nicht passt, dann würde ich mich dann einfach trennen. Was charakterlich? Du bist selber auf meiner Seite. Ihr redet gerade, ich höre gerade zu. Ich bin auf meiner Seite. Ja, mein Kommentar. Okay. Sex ist halt voll wichtig in der Beziehung und wenn es nicht passt, so dann... Ja. Er ist also Traumtyp, Traumcharakter, aber der kann keine Strokes geben, ist er direkt weg. Ja.
Gut, also das Ding ist ja, ich glaube, so, wenn man das einfach so betrachtet, ist das bei den meisten Typen so, ja, ich snack immer dieselbe Frau, dieselbe Frau, dieselbe Frau, Ja. dieselbe Frau, dieselbe Frau. Und bei den Frauen ist das so, er wird immer dicker, er wird immer dicker, er wird immer dicker, er wird immer dicker. Und das ist dann halt so, ich glaube, das kann auf Dauer so, Ja, weißt du, was ich meine? man wird einfach ein bisschen unsportlicher, aber ich verstehe, dass das vielleicht in irgendeiner Planbeziehung ja funktionieren könnte. Guck mal, Aber so, wenn ich meine Meinung dazu sagen kann, würdest du nicht in dem Moment, wo diese 24 Stunden halt sind, die Gedanken machen, was da passiert? guck mal, ich werde erstmal Spaß haben und mich dann, glaube ich, später im Nachhinein darüber abfacken, was meine... Ich hoffe, ich hatte Spaß, aber meine Frau hat mehr Spaß als ich. Sie hat mehr Spaß. Und dann, Ich weiß nicht, ob das so wirklich das Wahre ist. Nein, aber... Guck mal, mein Problem ist so, stell dir vor, du fährst die ganze Zeit dasselbe Auto, klar. Das ist dein Auto, du liebst dein Auto und das ist dein Traumauto. du hast auch schon so deinen Hintern abgehört. Ja, du stehst auf, du siehst dein Hintern, dieser Abdruck Ja. ist da, dein Auto, deine Klimaeinstellung gleich, Playlist, du kommst ins Auto rein, alles da. Fertig. Aber hast du dich irgendwann, du siehst auf einmal ein anderes Auto und denkst dir so, ja, ich würde das Auto gerne mal fahren. So einfach nur, weil das Auto cool aussieht. Ohne mit dem Gewissen zu leben, oh nein, wenn ich jetzt ein anderes Auto fahre, auf einmal hat mein Auto einen Motorschaden jetzt, weil der mich nicht mehr mag oder so, weißt du, was ich meine? Aber du kannst jetzt Das nicht ist ein auf Auto jeden mit einer Autos ist ein schlechtes realen Beispiel. Person Okay, in einer Autos ist- Beziehung vergleichen. Autos ist ein schlechtes Beispiel, aber verstehst du, was ich meine, in deiner Beziehung so? Klar, du liebst deine Person. Ja, aber kennt ihr nicht diese Honeymoon-Phase? Ihr seid am Anfang, ihr kommt zusammen, Man Ja. snackt den ganzen Tag. ihr snackt 5, 6, 7 Mal am Tag, ihr seid glücklich jeden Tag, ihr seht euch, habt Spaß, ihr freut euch richtig, die Person zu sehen. Sogar Typen, die eigentlich so sind, ich hasse Kuscheln, wollen jeden Tag mit seiner Freundin kuscheln, so. Das Ich kenne auch Leute, die kommen gar nicht aus der Honeymoon-Phase raus. Ja. Als ob. Oder diese Und du weißt doch Honeymoon-Phase genau diese eine Person, die nicht aus der Honeymoon-Phase rauskommt. diese Honeymoon-Phase geht top maximal für normale Menschen 3 bis 6 Monate. 6 Monate ist schon Worst-Case-Szenario, finde ich. So, und danach ist es so, ihr pendelt euch ein, ihr lebt zusammen, ihr pendelt euch ein, ihr gewöhnt euch aneinander. Aber irgendwann, keine Ahnung, es gibt immer einen, wo du denkst, ich muss die Person nicht lieben, aber ich würde gerne mal sehen, wie das die Person so drauf hat. So, das Auge ist ja auch Ja, mit. klar. Ist ja nicht so, als ob nur Charakter eine Rolle spielt, sondern, Ja, ich sage nicht, dass das was Gutes ist, aber ich denke mir so einmal im Jahr Cheat Day oder einmal alle 2 Jahre. Das so. Ding ist halt, man sagt ja auch never change a winning team. Ne? Also wenn alles immer gut ist, wenn alles immer gut ist, so wie sowas switchen, so, aber wenn Es das ist Team ja nicht nicht mehr mal- gewinnt, so in der Hinsicht, You gotta change it. You gotta Change it up. put some sauce in Razzle that. Ja, also ich glaube, wenn sich da beide drauf einigen, so dann ja. Aber wenn dann eine Person schon so ist, so nein, never, dann funktioniert das halt safe nicht mehr. könntest du dir eine Person vorstellen, die das so in deinem Freundeskreis vielleicht könnte? Nee, gar nicht. Nicht? Nee. Aber nur einseitig, oder? Also ich kann mir mindestens eine Handvoll Leute vorstellen, die das ihrer Freundin gerne vorstellen ja, aber würden. nicht sich So, trauen. aber, so, ne? aber Angst haben, dass die Freundin dann so. Nein, aber guck mal. Ich bin real. So, wenn ich jetzt darüber nachdenke und du vergleichst dieses Szenario so wirklich so, es ist ja nicht so, dass ihr dann was Negatives, es ist halt so Cheat Day nach dem Motto, man kann das ja anders verpacken und man muss dann, sowas muss ja nicht heißen, dass beide fremdgehen. Es kann ja auch sein, dass einfach so, es gibt ja so Paare, da beginnt ja Cheaten schon mit Schreiben oder mit, oh, der hat ein anderes Bild geliked von einer Freundin so oder von einem Mädchen. Ich hoffe, du hast einfach nur einen Tag Zeit, du kannst machen, was du willst. Du kannst zum Beispiel, du gehst in eine Stadt und gehst feiern, du kannst mit jedem tanzen, den du willst, du kannst mit jedem reden. wie Meinst du, willst. du machst dann in der Zwischenzeit nichts anderes? Ja. Du konzentrierst dich ja nur auf die Beziehung und dann, Ja. wenn, Weil diese es gibt wenn super dieser Leute. Tag kommt, so dann ist. Boah, es gibt so Toxic Relationships, wo Safe. du nichts machen darfst. Du likest ein Bild auf einmal. Wer ist diese Person? Wieso hast du ein Bild geliked von der auf So eine einmal? Sekunde später. So weißt du, ich meine, so 2 Sekunden später, nachdem du geliked Pop hast, up. wer ist das? Boom. Du machst Like weg, du brauchst Like nicht weg, sondern ich hab schon gesehen. Nein, ich finde, Fremdgehen ist eh scheiße so. Aber es ist ja kein Fremdgehen, wenn beide so, davon mit einverstanden sind so. Das Ding ist, das ist auch mal so durch die Decke gegangen, das habe ich mal gesehen, da gibt es einen NBA-Player, da hat die Freundin oder die Frau sich in einem Interview gemeldet und meinte, er hätte einmal im Jahr einen Free Day so. Ja. Und alle so, oh, das kann gar nicht sein, bla bla. Aber sie hat das so auf die Map gebracht und ich glaube, daran haben sich viele ein Beispiel genommen, weil
keine Ahnung, wenn man das auch mal so vergleicht, vielleicht hat die eine Person einen höheren Sexdrive so als die andere Person und die kann damit nicht copen Ja, oder er kann damit nicht copen. Bestes Beispiel so. Das kann ja wirklich sein. Schau dir vor, es gibt Typen, die wollen einfach jeden Tag boom, 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 boom. Und So richtig auf doof. Ja, so richtig auf doof. Ja, so aber auf, was bringt denn dann ein Tag? Nein, aber Ein Tag im Jahr, so ist voll unnötig für einen Tag. ey, yo, Köln, Pascha, du gehst einfach alle Etagen durch. So, du machst das, was du machen Ich möchtest. glaube, gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, gibt es nicht mehr. Ich Gibt glaube, es die, schon? die haben das zugemacht. Ah. Ich glaube, Corona hat das. Echt? Ja, Weil guck mal, jetzt sag ich, dass ich da hingehen wollte. Aber ich wollte das Monument. so einfach mal schnuppern, wie es da drin ist. Oder ich glaube, nicht gut, war. Aber nein, aber so weißt du, ich meine, so ein freier Tag, wo du so sagen kannst, so schnupper, ich hole mir neue Luft so. Und dann kommst du wieder zurück mit neuer Energie. Ja, aber Vielleicht- wenn du das mal so betrachtest, denkst du nicht, dass daraus auch man sich auseinanderleben Ja, könnte? safe. So, du riskierst halt voll viel damit. Dass du dann sagst, okay, ich bin jetzt mal ein anderes Auto gefahren, aber das gefällt mir besser. Aber es gibt doch einen Das Grund, warum Auto. ich mit der Person zusammen bin. Ich bin ja nicht mit Natürlich, aber du bist ja dann aus dem Grund, wo du sagst, ich mache diesen Cheat Day, da kommt ja dann irgendwie, weißt du, was ich meine? Also, Okay, so, stell dir mal vor, du warst schon mal in einer Beziehung, Gibt es nicht so ein paar Sachen, wo ihr dachtet so, boah, ich wünsche mir, der wird das gerne machen, aber ich habe Angst, das anzusprechen, weil ich mir denke, wenn ich das jetzt sage, wird der bestimmt von mir denken, das ist komisch oder das ist schon crazy. So, und ich rede jetzt nicht von diesem crazy Shit, wo du mit dem Fuß auf den Kopf stehst und strokes oder sowas, aber so, ein bisschen mehr als nur Missionary snacken. Also erstmal, man sollte sowas eigentlich ansprechen können. Punkt 1. Wenn man es Ich nicht glaube, kann, Ist okay, ist kritisch. ist okay, wenn ich in den Mund spucke. Also, so, wie willst du das ansprechen? So, weißt du, ey, das ist, keine Ahnung. Aber, nee, aber, guck mal, du kannst das, sei mal ehrlich, als ob das nicht ein paar Sachen gibt, wo du denkst, boah, ich würde das schon immer mal testen, aber ich kann sowas, ich liebe meine Freundin zu sehr, um sowas Respektloses mit ihr zu ja, machen. aber das Ding, also ich würde ehrlich gesagt nicht irgendwas Respektloses machen, aber wenn ich irgendwie was Neues habe, so, dann würde ich ihr das einfach sagen. Und sie sagt mir auch die Sachen. Ist ja nicht so, dass das nur eine Einbahnstraße ist. Ne? Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es Paare gibt, wo das nicht möglich ist, so, ne? Wo die eine oder die andere Person halt irgendwie so ein bisschen in so einer Bubble lebt so, und nicht gerne einmal so rausgeht, weißt du? Ja, Aber das ist halt auch ein Problem, weil es gibt auch genug Leute, so, also Frauen, die mögen das ja auch. So dieses Respektlose jetzt zum Beispiel. Ja. Ne? ich finde eine Frau respektieren, sowas geht gar nicht. Ich kann sowas gar nicht machen. Also die ganze Zeit Händchen halten, oder? Ja, aber so, immer so, diese Süße, das bin ich. The lovey-dovey type of Ich bin nicht shit. respektlos. Ja. Wer macht sowas, bitte? Ja, weil dann, Choken. so wenn die das Haare mag, ziehen, wer macht sowas? aber wenn die das mag, so dann kannst du es ja bei ihr machen, dann müsstest du gar nicht erst cheaten. Der hat so richtig ein Problem, der kullert Genau. hier so die Tränen und der ist, Die so beleidige mich. Böses Mädchen. Ne, boah, okay. Also, ich merke schon, wir versuchten so auf einen Nenner zu kommen, aber das ist klar. Also, wir sind uns so ein bisschen... wir bewegen uns auf Parallelen. Genau. Ja. Also, guck mal, ihr findet, also, was heißt ihr? Sagen wir so, der Nenner ist, es sollte nicht gemacht werden, aber man kann verstehen, wenn es Pärchen machen. Genau. Also, angenommen, würdest du ein Pärchen treffen, die das macht, würdest du die denken, so seid ihr doof? Oder würdest du sagen, okay, wenn es euch glücklich macht? Ich finde das interessant, ja. Wenn das wirklich so der Fall wäre so und die dann mit Stories um die Ecke kommen so und dir irgendwas erzählen. Ich bin ehrlich, wenn du so welche Leute kennenlernen würdest, ne? Also findest du das nicht interessant, so? Um zu gucken, so wie andere Leute halt... Ja, safe. Also, Leute, falls einer von euch in so einer Beziehung ist, slide in our DMs, let us know, kommt her, redet mit uns. Könnt auch anonym schreiben, so ist... Wir verpixeln euch. Ja. Oder, wir verpixeln euch, wir sorgen dafür, dass man euch nicht sieht. Keine Ahnung. Tüte über Kopf. Tüte. Das ist alles. Wir machen einfach so ein schwarzes, Grenzwertig. so ein schwarzes Rechteck so und dann, oder die Stimme richtig runtergepitcht. So. War's das für heute? Ja. Können wir gehen? Ja. Romy, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Danke euch. Crazy. Auf jeden Fall, Leute, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht. Gebt mal einen Daumen nach oben für das neue Setup. Ich hoffe, euch gefällt's. Lasst einen Kommentar da, wie ihr das Setup findet. Schickt es euren Freunden am besten über WhatsApp einfach Teilen. in irgendwelche Gruppen reinschicken. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, wo ihr sagt, so, ey, yo, ich kenne da jemanden, der Typ hat so eine Beziehung oder die Frau. Und dann
gucken die sich das so an und denken so, ey, das sind wir. Ja. Auf jeden Fall, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace. Peace. Was geht, meine Freunde? Ihr habt das Ende vom Video erreicht. Ihr seht, hier findet ihr das letzte Video. Da habt ihr gar nichts. Da sind die Playlisten. Und hier könnt ihr abonnieren.